Und wir kommen zu den Olympischen Spielen in Paris. Nachdem die ersten Schwimmtrainings der Triathleten in der Seine abgesagt werden mussten, zweifelt man nun daran, ob der geplante Wettbewerb überhaupt in dem Fluss stattfinden kann. Die am Wochenende durchgeführten Tests hätten nicht den vom Triathlon-Dachverband vorgegebenen Wert für eine ausreichende Sauberkeit des Wassers geliefert, heißt es. Grund seien die zum Teil massiven Regenfälle der vergangenen Tage in Paris. Die Gesundheit der Athleten habe natürlich absolute Priorität. 1,4 Milliarden Euro waren im Großraum Paris in den vergangenen Jahren in die Kläranlagen und das Abwassersystem investiert worden, um die Wasserqualität der Seine eben zu verbessern. Ja, darüber müssen wir sprechen. Bei mir einmal unser Politikreporter Marco Reinke, aber jetzt in einer ganz anderen Funktion, nämlich als Triathlet. Du hast die olympische Distanz auch erst in Hamburg vor kurzem in unter 3 Stunden bewältigt. Kennst dich also auf jeden Fall aus. Christian Beierfuß für uns in Paris. Und dann schauen wir erst einmal tatsächlich nach Paris. Christian, also am Morgen sollte es ja dann die Wettkämpfe geben. Wie sieht es aktuell aus mit der Wasserqualität und den Tests? Ja, Stand heute wäre kein Einsatz der Athleten im Triathlon Wasser hier in der Seine hinter uns möglich. Aber es wird eben noch weiter getestet, auch über den Tag heute. Und morgen früh muss dann ja, beziehungsweise wahrscheinlich wird heute Abend die Entscheidung spätestens fallen müssen, weil morgen früh wäre ja schon der Start der Männer. Und ja, die heftigen Regenfälle vom Freitag und vom Samstag, wir haben das ja auch gesehen bei der Eröffnungsfeier, das war schon heftig und das ging eben 2 Tage lang hier fast durchgehend, hat eben wieder alles Mögliche in die Kanalisation gespült und es ist ja für rund 1,4 Milliarden Euro die Seine aufgepeppt worden vor diesen Spielen. Es sind zusätzliche Klärwerke gebaut worden, die Kanalisation wurde erweitert um Überlaufbecken oder besser gesagt Auffangbecken, damit das Überlaufen in die Seine verhindert werden kann. Aber auch all das hat seine Limits und die sind überschritten worden. So musste dann doch wieder abgeleitet werden in die Seine. Und dadurch sind zu viele Bakterien in der Seine. Und das ist natürlich nicht zu verantworten, dort die Sportlerinnen und Sportler reinzuschicken. Aber es gibt Hoffnung. Das Beste, was dagegen hilft, ist gutes Wetter. Und das Wetter ist gut. Es ist jetzt sehr warm, es ist trocken und es ist nicht zu erwarten, dass noch weitere Niederschläge heute bzw. morgen kommen. Oder wenn, dann wird es nicht so viel sein, sodass die Hoffnung realistisch ist, dass die Wasserqualität wieder in den Bereich kommt, wo gestartet werden kann. Aber eine Garantie ist es noch lange nicht. Ideal ist es so oder so auf jeden Fall nicht. Die ersten Trainings konnten schon nicht stattfinden. Marco, also das eine ist, dass man sich ekelt. Das andere ist, dass es ein wirkliches Problem für die Schwimmer sein kann. Warum? Ja, vor allem, weil man es nicht verhindern kann, ein wenig Wasser zu schlucken am Ende. Und Christian hat ja schon gesagt, sage ich mal, wo das Wasser herkommt. Von daher kann man sich vorstellen, was am Ende dann die Folgen sind, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen. Aber man kann es eben nicht ganz verhindern. Wir haben diese Massenstarts beim Triathlon. Das heißt, alle springen quasi gleichzeitig ins Wasser. Man schwimmt relativ dicht beieinander. Da gibt es auch immer ein ziemliches Schlagen und Treten. Man hat ständig irgendwelche Füße im Gesicht oder so. Also es ist wirklich extrem eng, wenn man da schwimmt. Und deswegen kann man es einfach nicht verhindern, da auch Wasser irgendwie mal zu schlucken oder so. Also deswegen, das ist wirklich ein wahnsinniges Problem und deswegen ist auch der Triathlon-Dachverband da wirklich sehr hinterher. Ein zweites Problem, was wir in der Seine noch haben, das ist das Thema Fließgeschwindigkeit, das Thema Strömung. Profi-Triathleten sind das gewohnt, auch mal eine Strömung zu haben. Man schwimmt ja teilweise auch im offenen Meer beispielsweise. Bei der Seine ist es aber ein bisschen was anderes. Die hat eine enorme Fließgeschwindigkeit, 2 Meter pro Sekunde sind das. Nur mal zum Vergleich, Lukas Mertens mit seiner Goldmedaille auf 400 Meter Kraul, der ist so ungefähr 1,70 pro Sekunde geschwommen. Das heißt, man kann dann ausrechnen, die schwimmen auf der einen Seite hin, wieder zurück. Wenn man gegen die Strömung schwimmt, muss man schon echt richtig gut sein und eigentlich über Weltrekord schwimmen, um die Zeit zu erreichen. Das sind jetzt 2 Probleme, die durch gutes Wetter vielleicht noch in den Griff bekommen werden. Aber wenn nicht, dann fällt das Schwimmen einfach aus. Was bedeutet das? Was wird dann aus dem Triathlon? Und ist es dann überhaupt noch wirklich olympisch vergleichbar? Ja, der Triathlon wird dann ein Duathlon. Das bedeutet, man hat dann nicht Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern man hat Laufen, Radfahren, Laufen. Und das zerstört natürlich einfach diese Vergleichbarkeit. Das heißt, wir haben ganz andere Zeiten, die dann da stattfinden oder die da gefahren und gelaufen werden. Und das bedeutet natürlich, dass die Vergleichbarkeit einfach komplett dahin ist. Und es wäre auch das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, dass das Ganze überhaupt so weit kommt, beziehungsweise dass man diese Entscheidung überhaupt trifft. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der extrem gut im Schwimmen ist, der sich dadurch jetzt Hoffnung macht. Man muss immer dazu sagen, man gewinnt ein Triathlon nicht beim Schwimmen. Man kann da eine gewisse Basis legen, aber eigentlich, wer dann wirklich beim Radfahren und beim Laufen was
holt und dann auch durchhält, der gewinnt dann am Ende. Und deswegen ist das Schwimmen erstmal, wenn es wegfällt, ist es zwar schade, aber es bedeutet jetzt nicht, dass irgendjemand dadurch jetzt einen wahnsinnigen Nachteil hat, aber es zerstört einfach die Vergleichbarkeit. Damit kann man natürlich auch keine olympischen Rekorde aufstellen und so weiter. Für mich persönlich ist es so, ich muss sagen, vielleicht hätte man diese Idee viel früher begraben sollen und lieber schauen sollen, dass man eine Ausweichmöglichkeit findet. Für die Freiwasserschwimmer gibt es ja die Idee, dass man da auf die Regattastrecke geht in Paris. Das wäre natürlich auch eine Option für den Triathlon gewesen. Das scheint jetzt erst einmal nicht auf dem Tisch zu liegen. Also wenn das nichts wird, ärgerlich und vor allem extrem peinlich für Paris. Marco, danke schön noch für diese Einzelheiten.